Yeah, it was a little bit for Axel and it was also for me and my cousin. Was war das gestern für ein Mega-Auftritt unserer Mannschaft beim Auswärtsspiel in Leipzig? Mit 3:1 gewann der BVB das Spitzenspiel und damit ein herzliches Hallo zu unserem Spieltagsrückblick. Wir haben heute ein pickepackevolles Programm für euch. Wir haben uns heute nochmal mit Thomas Delaney getroffen und dieses Spiel Revue passieren lassen. Wir haben Erling Haaland gestern am Flughafen nochmal abgegriffen für ein kurzes Interview. Beginnen wollen wir diese Sendung aber mit den Stimmen zum Spiel und das Ganze garniert mit den Netradio-Highlights von Boris und Nobby. Sehr, sehr hart erkämpft. Erste Halbzeit haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Zweite Halbzeit, was wir auch verändert haben, dass wir vorne auch wenn es nur 5 Meter sind, ein bisschen Intensität ins Spiel gebracht haben und es hat uns extrem weitergeholfen. Today's game plan was just to work hard and hopefully get our chances and score them. Der Holland über die rechte Seite im Strafraum noch einmal quer gespielt. Reus legt ab, Sancho macht das 1:0 für Borussia Dortmund. Schwarz-Gelb geht in der 54. Minute mit 1:0 in Führung. Ja, erstmal war es wichtig, dass er den Ball weiterleitet auf mich und ich ihn dann versuche steil zu schicken. We train like this in training and obviously it comes off in the match. So yeah, we're just very proud that we scored all 3 goals tonight. Über Umwege kommt der Ball dann noch einmal zu Sancho und jetzt kommt die Flanke, kommt der Holland dran, ja! Er kommt dran und er macht ihn! Er macht das 2:0 für den BVB in der 71. Minute. The season's been very difficult for me personally, so I knew, when I went away, I just focused on my game and, coming back raring to go and just working hard every day in training and on the pitch. So I'm just happy to get my goals and assists. Pass in die Mitte. Haaland! 3:0! Der BVB schießt den Siegtreffer in der 84. Minute. It's great to have him back. And I think you can see from the team it's a new dynamic. Das Spiel ist aus. Borussia Dortmund besiegt Leipzig zu Hause mit 3:1 Toren und wir Borussen, wir sind heute aber mal so richtig stolz. Ich glaube, es war ein Spiel, wo man sehen konnte, in welche Richtung es dieses Jahr gehen wird und deswegen war das Entscheidende, heute einfach zu gewinnen. Nur so bekommst du Selbstvertrauen und so hoffentlich geht's weiter. Also da ging es gestern nicht nur auf dem grünen Rasen zur Sache, sondern auch bei Boris und Nobby im Netradio. Jadon Sancho, den habt ihr eben schon gehört, der hat gestern mit seinem Führungstreffer sein 32. Bundesligator im 91. Bundesligaspiel erzielt. So jung war bei dieser Tormarke noch kein anderer Spieler, das ist Bundesliga-Rekord. Doch das war gestern nicht der einzige Bundesliga-Rekord, der aufgestellt wurde von einem BVB-Spieler. Ein weiterer erzielte seine Bundesligatore 24 und 25 und das Ganze im 25. Bundesligaspiel. Ihr wisst natürlich, über wen ich spreche, über Erling Haaland. Grund genug, dass sich mein Kollege Patrick Eckholt unsere norwegische Tormaschine gestern am Leipziger Flughafen noch mal kurz für ein Interview abgegriffen hat. Erling, you told your and our fans big win via Instagram. How important was this win in Leipzig? It was a very, very important win and we needed this win and now we have to keep going and we have to win all the time and that's how it is. And 2 goals from you after your comeback last week? Yeah, I went 2 games without scoring, so it was about time scoring again. So I needed to score today. Maybe you can tell us something about your goal celebration. Was it for Axel? Yeah, it was a little bit for Axel, and it was also for me and my cousin. When we were young, we played together when we just on the pitch when we were young, and we celebrated like this. And I just tried to do what I did when I was young. And you posted a photo today. It's your sister's birthday today. Was it an additional motivation for you today? Yeah. It was. I just wrote. It was a present for you. So I think she's happy now. Wie eingangs schon erwähnt, habe ich mich noch mal kurz mit Thomas Delaney heute zusammengesetzt und über dieses Spiel gesprochen. Was dabei herauskam, seht ihr jetzt. Ja, Thomas, erstmal noch Glückwunsch zu diesem sehr, sehr tollen Auswärtssieg gestern in Leipzig. Ich denke, du hast sehr gut geschlafen und das Ganze fühlt sich auch heute noch zuckersüß an, oder?
Nicht gut geschlafen. Ich glaube, wir waren alle müde, aber das Gefühl ist natürlich richtig gut im Moment. Ihr wart euch einig, dass die erste Halbzeit defensiv richtig gut war. Nach vorne war es wenig. Ihr hattet nicht einen Schuss aufs Tor. Was war in der Halbzeit, was war in der Kabine los? Wie habt ihr euch eingeschworen auf diese zweite Halbzeit? Ich glaube, ja, du hast erstmal recht. Wir haben nicht viel offensiv gemacht. Defensiv war gut. Die hatten auch keine großen Chancen. Aber ich glaube, das war mit Axels Auswechslung hatten wir ein bisschen geändert vorne im Pressung, weil da fehlt ein bisschen. Und ich glaube, von zweiter Halbzeit an haben wir viel besser gemacht, so näher in Duellen und auch viel mehr kontrolliert. So zweite Halbzeit war besser. War besser, war sehr schön, euch da zuzuschauen, gerade im Offensivspiel. Wir haben in unserer Sendung schon viel über die Offensive gesprochen, aber auch defensiv war es eine Top-Leistung. Ihr habt gegen Wolfsburg zu 0 gespielt. Gestern, klar, der späte Gegentreffer war dann ärgerlich, aber insgesamt, was macht ihr defensiv besser als in den Spielen noch vor Weihnachten? Also es ist einfach zu sagen, dass Mats und Manu gut spielt. Die spielen natürlich richtig gut im Moment und ich glaube, Manu ist im Moment einer der besten Spieler von uns. Aber das fängt an von vorne. Ne? Die Jungs vorne braucht, wie sagt man, ein bisschen Guidance. Und das hat, wie gesagt, gefehlt im ersten Halbzeit auch ein bisschen am Anfang. Gegen Wolfsburg hatten wir ein klein bisschen Probleme. Aber ich sehe das als ein ganz gutes Zeichen, dass wir das so schnell ändern können auch und dann von da an super läuft. Normal blickt man ja nicht auf die Tabelle. Ich würde es trotzdem mal gerne tun. Der Sieg gegen Wolfsburg war enorm wichtig. Der gestern war ein Ausrufezeichen. Was sagt das für die Tabelle aus? Nein, das war ein richtig wichtig 2 Spiele für uns. Nichts wird entscheidet im Moment, aber die Zukunft sieht ein bisschen besser aus im Moment. Ne? Wir sind näher, die Raum zum ersten Platz ist viel weniger jetzt und das könnte ohne diese 2 Siege sehr, sehr schlecht aussehen. So wir sind im Moment ganz zufrieden. Abschließend schon die Frage, du standest gestern noch mit Sørloth, Paulsen und Holland auf dem Platz nach dem Spiel zusammen. Erling hat erzählt, ihr habt euch so ein bisschen über Skandinavien unterhalten und er lernt Dänisch. Lernst du dann auch Norwegisch? Ja, klar. Wir reden so ein bisschen nordisch, glaube ich. So Erling redet Norwegisch mit ein bisschen dänischen Wörtern und ich rede natürlich Dänisch zu ihm und mit ein bisschen norwegischen Worten. So wir lernen viel, aber es ist nicht so schwer zu lernen. Das ist ganz gut. Aber es ist auch schön hier ein bisschen reden, ohne jemand weiß, was wir sagen. Gucken die anderen dann ab und zu mal, wenn er da so... Die machen immer Spaß von uns, weil die sagen, das hört so schlecht aus. Die macht das gar nicht. Damit ist, denke ich, alles gesagt zu diesem Spitzenspiel und Zeit für uns, den Deckel drauf zu machen auf diesen 15. Spieltag. Eines ist dem Team und mir aber noch wichtig. Axel Witsel, das wisst ihr, der musste gestern in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Axel, alles Gute und nur die besten Genesungswünsche vom gesamten Team. Die Mannschaft hat morgen frei und bereitet sich ab Dienstag dann auf das nächste Heimspiel gegen Mainz vor. Da ruft dann nach der Kür von gestern die Pflicht gegen den Tabellenletzten. Das war's von uns. Tschüss aus Dortmund.